Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute zeige ich euch, wie man Okonomiyaki kochen kann. Das ist Okonomiyaki. Okonomiyaki ist ein Pfannkuchen aus Osaka, Japan mit Kohl, Teig und allem, worauf man Lust hat. Ich komme aus Osaka und zeige euch direkt, wie man einfach, aber leckere Okonomiyaki zubereiten kann. Dann, los geht's! Hier sind die Zutaten für Okonomiyaki-Teig. Spitzkohl, Weizenmehltyp 405, Dashi-Pulver, Sojasauce, Ei, Salz und Wasser. Am besten nehmt ihr Spitzkohl, vor allem die oberen weichen Blätter, denn die kommen dem japanischen Kohl am nächsten. Da japanischer Kohl sehr weich ist, verwende ich immer Spitzkohl. Eine typische Okonomiyaki heißt Butter-Tama auf Japanisch, also Butter heißt Schwein auf Deutsch und Tama ist quasi runde Form oder ja, rund. Okonomiyaki ist normalerweise rund und Okonomiyaki mit Schweinefleisch, deswegen Butter-Tama heißt diese Okonomiyaki. Das ist eine typische Okonomiyaki. Aber man kann verschiedene Zutaten auf Okonomiyaki legen, zum Beispiel Mochi und Käse, Suziyaki, Schweinefleisch und Meeresfrüchte, Kimchi und so weiter. Also je nach eurem Geschmack. In diesem Video verwende ich als Topping die typische Okonomiyaki-Zutaten Schweinefleisch und als besondere Variante habe ich auch gekochte Garnelen und geschnittene Frühlingszwiebeln vorbereitet. Wählt beim Okonomiyaki einfach die Toppings, die ihr mögt. Diesmal verwende ich für das dünn geschnittene Schweinefleisch Schweinenacken. Anstelle von Schweinefleisch kann man auch Bacon verwenden. In Japan bekommt man in Supermärkten problemlos dünn geschnittenes Schweine- oder Rindfleisch, aber in Deutschland wird Fleisch meistens am Stück verkauft. Deshalb benutze ich eine Allesschneider, um sie selbst in dünne Scheiben zu schneiden. Das Fleisch habe ich vorher eingefroren und nur leicht aufgetaut, bevor ich es geschnitten habe. Wenn es nur eine kleine Menge ist, rühre ich das Fleisch ein und schneide es oft mit einem Messer. Das Fleisch ist etwa so dünn geschnitten. Ich schätze, es sind so etwa 2 bis 4 mm. Jetzt mache ich selber die Soße für Okonomiyaki, die auf Japanisch Okonomiyaki-Sauce oder Tonkatsu-Sauce heißt. Man kann aber fertige Tonkatsu-Sauce in einem asiatischen Supermarkt kaufen. Ich benutze einfach die fertige Tonkatsu-Sauce aus Japan oder in einem asiatischen Supermarkt in Deutschland, aber man kann auch selber zubereiten. Und wie man Okonomiyaki-Sauce selber einfach machen kann, zeige ich euch gleich. Ich verwende keine normalen Teelöffel, sondern Messlöffel. Die hier sind übrigens meine Lieblingsmesslöffel. Das ist die Soßenmenge für eine Portion. 3 Esslöffel Oysternsoße, 1 Esslöffel Ketchup, 1,5 Esslöffel Honig, 1,5 Esslöffel Sojasauce und falls vorhanden eine Prise Dashi-Pulver. Nachdem alles gut vermischt ist, ist die Soße fertig. Dann bereiten wir jetzt den Teig für das Okonomiyaki zu. Ich verwende die Spitzen des Spitzkohls. Wie ihr ihn schneidet, bleibt euch überlassen. Ich schneide ihn im Video so, dass kleine Quadrate entstehen. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Proportion verwende ich etwa 100 Gramm. In eine tiefere Schüssel gebe ich 50 Gramm Weizenmehltyp 405, 1 Teelöffel Dashi-Pulver und 70 ml Wasser. Dann alles einmal gut vermischen. Anschließend gebe ich eine Prise Salz und 1 Teelöffel 5 ml Sojasauce hinzu und rühre alles gut um. Als nächstes gebe ich die 100 Gramm geschnittenen Spitzkohl hinzu. Dann vermische ich den Kohl und den Teig mit einem Löffel, bis sich alles gut verbindet. Achtet dabei darauf, vorsichtig zu rühren, damit Luft in die Masse eingearbeitet wird.
Zum Schluss gebe ich ein Ei dazu. Das Ei wird nur leicht untergehoben. So ist der Grundteig für das Okonomiyaki fertig. Dann brate ich jetzt Okonomiyaki. Ich beginne mit der klassischen Variante mit Schweinefleisch, dem sogenannten Butatama. Ich gebe den Teig in eine eingeölte Pfanne und brate ihn bei mittlerer Hitze. Wenn der ganze Teig in der Pfanne ist, forme ich ihn mit einem Pfannenbänder oder ähnlichem zu einer runden Form. Ich lege die in Scheiben geschnittenen Schweinefleischstücke drauf und bedecke die ganze Oberfläche großzügig mit dem Fleisch. Sobald die Unterseite des Okonomiyaki leicht gebräunt ist, wird sie mit einem Pfannenbänder gewendet. Wie im Video gezeigt, kann man die Gegenkraft nutzen, indem man die Pfanne leicht anhebt und gleichzeitig mit dem Pfannenbänder umdreht. So gelingt das Wenden leichter und man macht weniger Fehler. Alternativ lässt sich das Okonomiyaki mit 2 Pfannenbändern besonders einfach wenden. Nachdem das Okonomiyaki gewendet wurde, decke die Pfanne mit einem Deckel ab. Wenn man dabei die Hitze jetzt ein wenig reduziert, brennt das Fleisch nicht so an und wird gleichzeitig durchgegart. Wenn auch die Unterseite gebräunt ist, wende das Okonomiyaki noch einmal und lege es auf einen Teller. So sieht das fertig gebratene Okonomiyaki aus. Die Seite mit dem Schweinefleisch kommt nach oben und jetzt wird die Soße darauf gestrichen. Bestreiche das Okonomiyaki entweder mit selbstgemachter Soße oder mit fertiger Tonkatsu-Soße. Achte darauf, nicht zu viel Soße zu verwenden, da der Geschmack sonst zu stark werden kann. Die Oberfläche des Okonomiyaki sollte gleichmäßig mit einer dünnen Schicht Soße bedeckt sein. Falls die Soße nicht ausreicht, kann man später noch etwas nachgeben. Als nächstes kommt die Mayonnaise drauf. Man kann aber die Soße und Mayonnaise auch vorher miteinander vermischen. Optisch sieht es jedoch besser aus, wenn die Mayonnaise erst zum Schluss oben drauf gegeben wird. Ich verwende diese günstige Mayonnaise von der Eigenmarke der Supermärkten. Wenn man dabei einen Behälter mit einem feinen Türe verwendet, lässt sich die Mayonnaise schön und gleichmäßig auftragen. Wer keine Mayonnaise mag, kann sie auch weglassen. Als nächstes streue ich Aonori, grünes Algenpulver drüber. Zum Schluss kommen noch Katsuobushi, Bonito-Flocken darauf und fertig ist das Okonomiyaki. Außerdem kann man die Soße direkt in der Pfanne oder auf der Teppanyaki-Platte darüber geben und das Okonomiyaki direkt davon essen. Das ist auch lecker. Und so sieht Butatama aus. Ich zeige euch auch eine einfache Variante mit Kanälen. Die Zubereitung ist grundsätzlich die gleiche wie beim klassischen Okonomiyaki mit Schweinefleisch, aber je nach Zutat ist es manchmal besser, den Kohl und die Toppings vorher zu vermischen, so wie hier zum Beispiel. Diesmal habe ich die ganzen ungeschnitten gekochten Garnelen direkt auf den Teig gelegt und anschließend mit Schweinefleisch bedeckt. Wenn man die Garnelen vorher klein schneidet und direkt in den Teig mischt, lässt sich das Okonomiyaki allerdings leichter wenden. Wer jedoch die Textur der Garnelen genießen möchte, kann sie wie bei mir oben drauf legen, aber dafür braucht man etwas Geschick beim Umdrehen. Danach einfach wie beim Butatama beide Seiten anbraten, mit Soße und Toppings garnieren und fertig ist das Okonomiyaki. Diesmal gebe ich fein geschnittene Frühlingszwiebeln auf Okonomiyaki.
Ich liebe Frühlingszwiebeln, deshalb streiche ich sie immer gerne über Okonomiyaki oder Takoyaki. Okonomiyaki mit Garnelen ist fertig. Dann itadakimasu. Mecca oishii. Sehr, sehr lecker. Teig ist sehr, sehr weich. Ich mag gar nicht so matzigen Teig. Deswegen, ja, das ist wirklich gut. Ich mochte früher eigentlich Okonomiyaki nicht so. Aber seit Erwachsenen mag ich irgendwie Okonomiyaki. Aber ich mag eigentlich Takoyaki. Ich habe schon mal ein Video von Takoyaki gemacht. Falls ihr noch nicht geschaut habt, dann schaut gerne auch das Video von Takoyaki. Aber ich mag diesen Okonomiyaki sehr. Ja, der Teig ist wirklich, wirklich weich. Ich liebe das wirklich. In Japan gibt es auch ganz viele verschiedene Okonomiyaki. Genau, also ich esse alles auf und ja, bitte kochen nach diesem Okonomiyaki und schreibt gerne auch in die Kommentare, welche Topping ihr benutzt habt. Ja, ich bin gespannt. Ihr könnt verschiedene Variationen machen, ne? Man kann auch verschiedenes machen. Käse, Mochi, Mais und so weiter. Alles, also alles Mögliche. Genau. Dann viel Spaß beim Kochen von Okonomiyaki und guten Appetit! So, das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und schaltet gerne einen Klingel ein, damit ihr meine neuen Videos nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。